Ich freue mich außerordentlich, dass dieses Symposium hier heute beginnt. Wir sind seit März, haben wir den Vertrag bei Kultur inklusiv unterschrieben und umso mehr freut es mich, dass es gleich hepf, die erste Veranstaltung hier reinschneit. Dann wünsche ich Ihnen nun von Herzen 2 ganz inspirierende Tage und möchte hiermit an Christoph Hering übergeben. Theater und Tanz wollen die Welt verändern. Ich freue mich auf Diskussionen, zum Beispiel darüber, ob eine Performance mit Beteiligung einer Person mit normabweichendem Körper politischer ist als eine ohne, ob es ein politischer Akt ist, eine solche Produktion zu programmieren und ob aus dem Bühnentrend ein Megatrend wird. Seit 10 Jahren existiert IntegrART und da fragt man sich schon, hat eine Entwicklung stattgefunden? Hat sich irgendetwas bewegt? Since I was invited here, I came across a quote by Jean-Luc Godard, the French filmmaker. He said, we should not make political work, we should work politically. Und ich finde es viel interessanter, wenn es für mich auch grundsätzlich in allen Stücken, die wir programmieren in der Gessnerallee, eine andere Hierarchie stattfindet. Es geht ja nicht nur darum, dass on stage halt Menschen mit einer Behinderung auch tanzen dürfen sozusagen oder tanzen, sondern die Art und Weise, das Wie. There is this other idea of beauty coming in also, then it's very important. Es ist sozusagen ein Trend geworden, nicht behinderte Künstler und Künstlerinnen können sich profilieren, indem sie sich das Thema aneignen. Man muss also schauen, dass man wirklich auch mehr Arbeit von behinderten Leuten selbst programmiert. Kultur inklusiv, das Labeling zum Beispiel. Das ist ja so ein Label, das genau das versucht, ja wirklich auf der Ebene der Struktur der Häuser etwas zu ändern, so dass die Häuser eben selber auch genau hinschauen, ob sie denn wirklich inklusive Strukturen haben oder nicht, weil es ja eben nicht reicht auf der Ebene der Form, sagen wir, diese anderen Formen, da können wir alle so gut Ja dazu sagen, sondern eben auf der Ebene der Strukturen der Häuser. Ein Gott mache ich als Regisseurin, eine von Schauspielerin. Ich bin dort Ausbildung gemacht, in der Ausbildung. Und ich habe Lust, um das Theaterstück zu sagen. Ich bin versammelt. Ich würde gerne von Sohn verabschieden. Das ist irgendwie ein sehr spezielles Projekt, wo wir alle zusammen untersuchen, sowohl die künstlerische Leitung als auch das hohe Ensemble. In unterschiedlichen Konstellationen wurden Regie gemacht oder auch Autorenschaften verteilt. Und bei Gott gibt es jetzt eigentlich, wissen wir noch gar nicht genau, wie es alles am Ende aussieht und wissen wir auch noch nicht so richtig, ja, wo das endet. Das ist halt irgendein Experiment. Ich habe mich theoretisch mit dem Erfolgsstück von Jérôme Bell, Isabel Theater, auseinandergesetzt, mit den Schauspielern vom Theater Hora. Und aus dieser Auseinandersetzung sind Fragen entstanden, wie sind Arbeit mit Menschen mit Behinderung per se politisch oder was braucht es, damit diese Arbeit politisch werden. Yeah! The question of how I incorporate political in my work is something that is very topical at present. I think I do it very much by trying to make sure I have a real diversity of styles and cultures
and abilities in the festival. And so that's one of my main drives, is to ensure that there's a good spread of the kinds of work that we present, as well as the places in where we put it on. Yeah, I think it's very important to perform here, because IntegrART is like a loudspeaker. As, for example, with my own voice, I can reach a certain distance. Through IntegrART, I can reach farther. So it's like an amplifier. Quite literally, I felt you were asking us to see you in a different light. And I liked it as a kind of bigger request of us, but not with a hammer, about how we should read you. So. Eben, es geht um Freiheit. Und das ist eben schon Politik, denke ich mal, dass man einfach sich für Freiheit einsetzt, egal welche Freiheit. Le jour où j'arrive à voir des danseurs handicapés dans des compagnies telles que le ballet de Bâle ou le ballet Béjart, alors pour moi ça c'est le grand projet. Disons, c'est une fois que je vois que dans ce genre de compagnie-là il y a quelque chose qui change, alors je me dis on a vraiment touché quelque chose. Ça vient de l'éducation, bien sûr, et donc on a besoin d'avoir la possibilité d'avoir accès à l'éducation. I think people with different type of bodies has also different type of experiences, and so they can make this creative process very rich, because they can bring points of view, perspectives that are different and unusual. I mean, it's almost a given that if you want to work in live art, that you want to work with your body, which means that the material you have is an alternative body. So there is I think it's more than a risk, there's almost an obviousness that disability will be read into it, and I think you have to, as the artist, be aware and alert to that. You know, I'm not just disabled, I'm a woman, I identify as LGBT, I'm half Jewish, you could probably go on into infinite little minority groups, but I think there is a risk that we pick out one and make it as an overarching thing and take away some humanity as well. I explore different kind of conversations from all over the world, and we're here today at the conference to bring 5 different kind of conversations. So we developed a repertoire of performative conversations, and what we say is that the conversation itself is the artwork. That is inspired on the theory of Bruno Latour. He is a French philosopher and sociologist. So for me this whole work is actually about both doing, being very practical, and reflecting, looking at what did I actually do and what is the meaning of it.